Mein Name ist Helena Zugler und vom Beruf bin ich Künstlerin, Malerin, Grafikerin. Meine Arbeiten zeigen eigentlich immer Menschen. Menschen im Ganzen, Menschen als Ausschnitt, Menschen, die miteinander interagieren. Ja, im Fokus meiner Arbeit steht der Mensch. Ich gehe in einigen Bildern so weit, dass ich das Gesicht oftmals auch ganz weglasse, weil meiner Meinung nach die Hände und die Handhaltung so eine Aussagekraft haben, die ein Gesichtsausdruck gar nicht mehr nötig hat. Oftmals kann man dort auch aus einer Körperhaltung viel mehr herauslesen als aus einem bloßen Gesichtsausdruck. Hände sind unglaublich aussagekräftig. Dazu kommt, dass Gesichter den Betrachter davon abhalten, sich in die Position, in das Bild hineinzubegeben. Weil sobald ein Bild, eine Malerei, eine Zeichnung ein Gesicht bekommt, wird sie zu einer Person, wird sie zu einem Individuum. Wenn kein Gesicht vorhanden ist, ist es ein Körper. Also ich versuche die Barriere ein bisschen niedriger zu setzen, um dem Betrachter es zu erleichtern, mit dem Bild zu interagieren, sich reinzuversetzen und die Stimmung aufzunehmen oder generell das Bild zu erfühlen auch und nicht nur zu sehen. Ich versuche in meinen Arbeiten keine 0815 Schönheit darzustellen. Was mich interessiert, sind die zwischenmenschlichen Momente und Interaktionen, die man nicht alltäglich sieht. Manch einen Betrachter konfrontiere ich vielleicht mit unbewussten oder bewusst ignorierten Gefühlen, Situationen. Manche Menschen berührt es an einer sensiblen Stelle, die sie bis dato vielleicht mit Absicht gemieden haben. Und dieses Ankitzeln von Reaktionen finde ich sehr spannend. Ich möchte mit meinen Bildern nicht provozieren. Ich finde es schön, wenn es Menschen berührt. Berührung kann positiv und negativ sein, es kann auch beides zugleich sein, aber ich möchte mit meinen Bildern, mit meinen Arbeiten niemanden verstören. Meine Bildideen kommen eigentlich aus meinem direkten Umfeld, sprich die ganzen Menschen, die sich in meinem Leben bewegen, geben mir eigentlich diesen ganzen Input, den ich dann verarbeite. Es sind aber nicht nur Menschen, es sind auch Begegnungen, das sind Momente, das sind Veranstaltungen, das sind Vernissagen, Museenbesuche, Bücher, die man liest, aber im Groben und Ganzen ist es eigentlich schon der soziodemografische Bereich, in dem ich mich hier bewege, der mich direkt beeinflusst. Der Lebensweg eines Bildes fängt eigentlich mit einer Idee an oder mit einer Momentaufnahme, die ich irgendwo gesehen habe oder mit einer Fotografie, die ich gemacht habe. Und dann überlege ich mir, wie dieses Bild, was bis dato nur in meinem Kopf ist, übertragen werden kann. Wie möchte ich die übertragen? Möchte ich die realistisch? Möchte ich die ein bisschen abstrakter? Möchte ich die fein ausgearbeitet? Möchte ich die auf einer Leinwand haben? Möchte ich die auf Papier haben? Und dann fängt es eigentlich damit an, dass ich diese Idee skizziere, die oft skizziere. Es gibt dann meistens mindestens 10 Skizzenblätter von dieser einen Idee. Und wenn die Idee, die Zeichnung, das Bild einigermaßen sitzt, gehe ich in den nächsten Schritt. Das heißt, man geht in die Anschnittssuche. Wie möchte ich dieses Bild auf die Leinwand bringen? Das heißt, man zeichnet sich Rahmen, man baut sich Rahmen, legt die über die Zeichnung, schaut, was passt, welcher Ausschnitt ist spannend. Und wenn man damit dann wiederum zufrieden ist, wird dieser Ausschnitt, was man vorbereitet hat, auf die Leinwand übertragen. Meine Arbeitsweise beschränkt sich zurzeit hauptsächlich auf Ölmalerei. Ganz klassisch. Man baut sich einen Keilrahmen zusammen, bespannt den, grundiert den und meistens habe ich bei Ölmalereien schon ungefähr eine Idee im Kopf, die wird dann vorher aufskizziert mit Kohle, also mit einer Freihandzeichnung. Wenn ich Lust habe, noch kleinteilig zu arbeiten, gehe ich nachher mit einer Untermalung auf die Leinwand. Ansonsten arbeite ich grafisch mit Tusche und Feder, Bleistift, Kohle, meistens auf Papier, ab und zu mal auf Karton. Aber es hat sich so ergeben in den letzten Jahren, dass meine Zeichnungen hauptsächlich als Vorarbeit da sind für die eigentliche Malerei. Ich würde sagen, dass sich meine Arbeit
genauso wie ich selber, sich in ständiger Entwicklung befindet. Auch die Sichtweise verändert sich von Tag zu Tag. Und es gibt Bilder oder Schritte, mit denen ist man dann in dem Moment zufrieden. Und das ist eine sehr schöne Zufriedenheit. Aber das ist eine momentane Zufriedenheit. Das ist keine Zufriedenheit, auf der man sich ausruht, auf der man bleiben möchte. Weil ein Stillstand ist in meinen Augen für die Arbeit nicht zuträglich. Entblößung, Hände. Oh, Hände. Ich habe zu den meisten meiner Bilder eine individuelle Bindung. Es sind immer intime Bilder, aber ich glaube, das kann jeder Künstler von sich behaupten, dass die eigenen Werke, die man schafft, was sehr Intimes sind. Aber das verändert sich auch mit der Zeit. Es gibt Bilder, zu denen hat man in dem Moment einen besonderen Bezug. Da hängt man unglaublich dran. Man verbindet es mit einem gewissen Erlebnis oder man hat etwas herausgefunden in der Technik, wo man denkt, das bekommt man nie wieder hin. Und dann schaut man die Arbeiten aber eine gewisse Zeit später wieder an und merkt, dass dieses Band, was einen verknüpft hat, gar nicht mehr so wichtig ist. Eigentlich habe ich persönlich zu den Bildern, zu den Arbeiten einen temporären Bezug und später einen nostalgischen. Es gibt noch was in meinen Augen relativ wichtig ist, um nicht um meine Arbeiten zu verstehen, aber um vielleicht einen Zugang dazu bekommen oder zu erleichtern. Und zwar würde ich mich als eher introvertierten Menschen beschreiben. Das heißt nicht, dass ich nicht gut mit Menschen reden kann. Das heißt nicht, dass ich Angst habe vor Menschen oder dass ich mich in Gruppen nicht bewegen kann. Das heißt aber, dass mich menschliche Interaktionen sehr anstrengen. Deswegen glaube ich, dass die Bilder, die Arbeiten, die ich mache, oftmals eher nach innen gerichtet sind. Also die sind nicht explosiv, sondern eher sensibel, klein, still und leise. Meine Bilder entwickeln ihre Intensität beim längeren und ruhigeren Betrachten. Und auch gar nicht durchs Drüberreden, sondern durchs Wirken lassen. Das Schlimmste ist die Angst vor dem Bild. Die Angst vor dem, was man machen möchte. Also, dass man ein Tabu bricht, dass man etwas tut, was nicht angenommen wird, dass es nicht gut wird. Es sollte einem einfach scheißegal sein. Und man sollte das malen, das zeichnen, was man machen möchte. Ganz unabhängig davon, wie man meint, dass andere darauf reagieren könnten. Man sollte malen, auf was man Bock hat.